Also Leute, hier ist wieder Draglines mit Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Im letzten Part, naja, sagen wir einfach, wir haben Mission 7 erledigt und belassen es dabei, was da passiert ist. Es wird Zeit, zum Motherbase zurückzukehren. Miller hat eine neue Plattform gebaut und wir haben auch ein paar neue Plattformen erworben. Also ich würde mal sagen, gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Miller hat diese hier. Er hat diese sogar finanziert. Also irgendwas Spezielles ist da doch, oder? Again. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We Diamond Dogs are now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings give you no tactical advantage whatsoever. That was some fancy shooting. Pretty good. Ocelot, alles, was du dem gerade gesagt hast, hat Big Boss dir in Metal Gear Solid 3 gesagt. Es war nicht bis aufs Wort genau, zwischendurch gab es ein bisschen Kämpfen und ein paar Sachen hat er ausgelassen. Aber ja, Big Boss hat ihn getadelt wegen seiner Automatik-Schießtechnik, die wie ein Revolver ist, weil er den Rückstoß dämpft. Und wegen der Gravuren dann bei einem anderen Treffen. Und that was some fancy shooting though. You're pretty good. Genau das hat er ihm auch gesagt. Haargenau so. Also für mich nur ein weiterer Beweis, wie sehr Ocelot Big Boss verehrt, dass er nach mittlerweile 20 Jahren die Worte noch so genau im Kopf hat und sie an andere Soldaten weitergibt. Finde ich cool. Ein richtig schönes Callback an Metal Gear Solid 3. Das ist mal nicht das Schießtraining, was man hier normalerweise haben soll. Wieso zur Hölle bin ich hier? Ich wollte hier... Wegen der Cutscene, ha? Aber ich wollte doch da landen. Fahren wir halt rüber. Okay. Gut. Wenn wir schon mal dabei sind. Die Kassetten häufen und häufen sich. Ein bisschen haben wir ja noch von der Missionsbesprechung übrig. Spielen wir sie ab. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. The reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica.
The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using... Hives, huh? They're strong enough. Could make for a nice shortcut. A mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. They checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, hmm? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah, the doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, and not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll Eva hat das mit dem Krankenhaus in Cyprus veranlasst, was so viel bedeutet wie, da Zero nicht von Big Boss wusste, bis er aufwachte. Gehört Eva also schon nicht mehr zu den Patriots, weil die noch Zero unterstehen. Mit Dr. Clark oder wie wir sie damals in Metal Gear Solid 3 kannten, Paramedic, Sokolov, Sigint und natürlich ehemalig dann auch Ocelot, der jetzt ebenfalls nicht mehr dazugehört, obwohl er eigentlich nahezu der Grund für die Geburt der Patriots ist. Wenn man sich an Portable Ops hält, was zwar Canon ist, aber
von Kojima quasi totgeschwiegen wird, weil es nicht sein Spiel ist. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass das meiste aus Portable Ops wahrscheinlich eher nicht so war. Und Ocelot nicht für die Gründung von den Patriots verantwortlich ist. Aber schon interessant. Und wir haben es gesehen, wir haben es gehört. Snake hat Halluzinationen wie eine Schrapnelle in seinem Kopf. Manchmal. Vielleicht Ishmael? Aber ich fand doch die Reaktion am Anfang interessant, als Ocelot ihm erzählt hat, dass er mit Cars Motherbase gegründet hat. Und er sagte, ich kann mich erinnern, aber... Dann hat Ocelot ihn unterbrochen, so von wegen, ich kann mich erinnern, aber... Ich war dabei, aber... Ich war nicht Big Boss. Oder so. Ich werde mir immer unsicherer, dass das hier Big Boss ist. Das ist unglaublich. Na, gerade nicht. Warum zur Hölle ist hier eine Zelle? Warum ist die Zelle so aufgebaut? Das hier ist die Krankenstation. Ja, wir sind eigentlich gerade dabei gewesen. Vor allen Dingen... Naja, vielleicht wegen Kriegsgefangenen oder verwundeten Gefangenen. Nebenoperationen, die Schießstände. Ich werde sie machen, aber nicht gerade jetzt. Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen, weil Cars... Jo. Wie wär's mit einer Beule auf deiner Stirn? Ja, ein guter Anfang. Aber du musst noch üben, Freundchen. Cars hat das sogar selbst finanziert, deswegen frage ich mich, ob hier vielleicht irgendwas Wichtiges ist. Diamanten. Na, wenn das nicht wichtig genug ist. Wo kommen die Diamanten her? Kommen die irgendwie aus der Luft geflogen und so? Schon echt interessant. Ha? Oh Mann. Work in progress. Safety comes first. Thank you for your cooperation. Aber hier kann man offenbar rein. Später. Interessant. Nun gut. Nun gut. Oh ja, danke. Am besten weißt du mich noch 30 Mal ins Spiel. Wir sollten mal ein bisschen... Ich weiß, die meisten von euch werden das wahrscheinlich langweilig finden. Aber ich bin dafür, wir hören uns einfach noch mehr Kassetten an. Es geht nicht, dass sie sich andauernd aufhäufen. Ah, warum sein Chalaschaska-Spitzname? Das wurde schon mal vage erklärt innerhalb von Metal Gear, aber gucken wir mal, was er dazu zu sagen hat. Ocelot. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Sharashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Sharashka for forced R&D. The Sharashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name 4th Special Department. Forced research? That's not very different from what we do here. Diamond Dogs is different. Everyone here believes in you. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave? Who knows? That's our reality here, whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it. All that matters is that's the concept that's taken shape in their heads. The traces of a group ideology, our superstructure, to put it in Marxist terms. All right. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started calling me Sharashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here. The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect them most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. And suddenly I received the honor of becoming Special Interrogation Advisor to the forced labor camps. But the
more men I interrogated, the more people saw me as just that, the interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me? Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan guerrillas. Some of them would have seen me on the battlefield. And that's how I got the second half of the name. Shashka. It's a sword. A type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Arturovich Keller. His bravery earned him the nickname Russia's Greatest Shashka. Someone must have known about that, because somewhere along the line, Shashka got stuck on the end of Sharashka. The guerrillas were using the name amongst themselves. By the time I got to hearing about it, pronunciation had wound up as Shalashashka. So half gulag, half hero sword. Is a perfect fit. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. I'm plenty used to working under aliases. Das ist ein schöner Wind-Soundeffekt. Ich genieße das gerade ein bisschen, muss ich sagen. Auch die Hintergrundinformation ist meistens eigentlich immer recht informativ. Wir haben hier ein paar... Das sind nicht wirklich über 40, weil das waren ansonsten noch die Musikkassetten. Also... Das interessiert mich gerade. Da muss ich Ocelot gerade nochmal unterbrechen. Snake, do you remember Amanda? Yeah, I do. Their revolution was a success. Somoza resigned. Nicaragua has a new government. Amanda's really working hard for her country to be reborn. Good for them. She says she wishes Chico could be there. That revolution was the dream. For Amanda, for Chico, and their father. That chopper was no place for Chico to die. I'd like to at least think history will remember his part in the revolution. When you pick up a gun, there's always a chance you'll die for nothing. He knew that as well as the rest. Now that he's gone, it's up to the rest of us to decide. That container's filled with raw materials. Looks like they're using those colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's in them, they'll come in handy somehow for Diamond Dogs. Amanda told us that Strangelove contacted her after the revolutionaries came to power in Nicaragua. Strangelove, the AI researcher from Mother Base? I remember her. We lost touch with her, till Amanda heard from her out of the blue. She told Amanda she wanted to salvage Peace Walker's drive parts, or something from the bottom of Lake Nicaragua. Amanda passed the request on to her friends in the new administration. She's a national hero now, after all. So Strangelove got a Soviet military aircraft to transport something to somewhere. But apparently the cargo wasn't big enough to have been Peace Walker itself. So what was it? Who knows? We recovered Peace Walker's nuclear warhead ourselves 9 years ago. What could Strangelove have been after? Amanda said she didn't mention what her reason was or where she was headed. Nicaragua is a socialist state now. And with Amanda vouching for her, the government didn't feel the need to concern itself with the details. All Strangelove told Amanda was that she was going to continue her research, and that the rest was a secret. Right before the attack, Huey was in the control tower to prepare for the inspectors. He was with them when it all went down. The control tower collapsed with the rest of its strut. His body was never recovered, but he was the one who met the inspection party when they arrived. And he was the one who showed the nuclear inspectors to the tower. You remember the way it went. First he recommends we agree to the inspection, then he gives them the okay without our permission, all the time acting as if he was doing us a favor. On top of that, he even had the guards disarmed that day. It would send the wrong message, he said. Whatever the angle, it all leads back to Huey. I curse my own stupidity for not realizing sooner. Huey escaped with that unit by chopper. I've been hunting him for 9 long years. The other reason I was operating around Afghanistan was to dig up his location. Huey's in Afghanistan? Yes, and I have a good idea where. Now we just wait for the right moment. This time, we'll be the ones using him. He's going to tell us who our guests really were that used a fake nuclear inspection to blast our home into the ocean. Dann ist Chico also tot.
Dann nehme ich das einfach mal als Bestätigung, dass er wirklich tot ist. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gefragt, was eigentlich aus ihm geworden ist. Und ob er wir ist. Aber ich glaube, wir waren dieser Erwachsene auf dem Foto, der immer abgeknickt ist. Weil aus irgendeinem Grund muss das so gewesen sein. Sowohl bei dem Arzt damals in Part 1, als auch als ich das jetzt im Helikopter gesehen habe. Beides Mal war dieses Foto genau so verdeckt, dass man diesen einen Typen nicht sah. Wobei, im Krankenhaus bei dem Arzt sah man den Typen einmal, aber da hat er die Maske auf. Ich vermute mal, wo der abgeknickt ist, da konnte man den Körper sehen. Und ich schätze mal, auf diesem Foto hat er die Maske abgesetzt. Und ich denke, wenn wir dieses Foto umknicken würden, dass da das Gesicht rauskommen würde, das wir am Anfang dieses Spiels erstellt haben. Oh. Oh. Boss, have you lost your mind? Maybe you're not the big boss we hoped for after all. Ups. Dass es Strangelove gut geht, das dachte ich mir schon. Dass es Huey gut geht, das ist natürlich klar. Aber mit ihm haben wir auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Hey, Didi. Ich bin wieder blutig. Aller Fortschritt ist verloren gegangen. Ich habe eh nichts gemacht, aber wir haben die Kassetten gehört, immerhin. Ich fand es nur schade, dass Cars wieder zwischendurch mittendrin unterbrechen musste. Mann, das ist echt schrecklich. Lässt mich nicht mal die Kassetten in Ruhe hören. Habe ich da... Ja, Honeybee. Ergebnisanalyse. Ich will alles markieren, was wir gehört haben, damit ich beim nächsten Mal weiß, was wir noch übrig haben. So, ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen nebenbei. Wir können uns ja mal hier noch nach Diamanten umgucken. Und ansonsten, wir haben bestimmt noch Kassetten. So einen Part wird es hin und wieder mal geben. Der brennende Mann. Schwachpunkt des brennenden Mannes. Eindeutig Wasser. Da brauche ich gar nicht überhaupt zuhören, aber machen wir trotzdem. So Salt 2 still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the U.S. and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems. The whole deal. Just when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The president was in the middle of the Salt 2 talks back then. You mean while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the General Secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker. They were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, I mean, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The U.S.-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end... The time's to find the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. I first met you 20 years ago now. The place was Selenouyarsk in the Soviet Union. Also, erstmal, nur für die es nicht wissen, The Boss war Big Boss alte Mentorin. Big Boss hat durch das Töten von The Boss den Titel Big Boss erhalten. Er hieß vorher Naked Snake, deswegen auch vorher Naked Snake ist nicht mehr und jetzt ist es Venom Snake. Damals, genau bei dieser Mission, hat er übrigens auch damals Ocelot kennengelernt und ihn über die Revolver und alles, gesagt. Und dann hat Ocelot angefangen, Revolver zu benutzen als Kampftaktik. Und das war halt alles damals. Und weiteres anzumerken ist, dass The Boss außerdem noch Ocelots Mutter ist. Wobei ich glaube, das hat Ocelot niemals erfahren. Aber nur als kleine Trivia. I was with the GRU, you were still fighting for America. 1964, Operation Snake Eater. Its objective, the assassination of the legendary soldier known as the Boss.
When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO, Zero, sought to carry on the boss's will by covertly establishing his own organization. You knew the original members from Operation Snake Eater. From America, there was David O, or as he was to you, Major Zero. Donald Anderson, aka Sigint. Dr. Clark, who went by paramedic during the operation. And the fourth, you. From China, there was Eva. And me, Ocelot, from the Soviet Union. 6 in total. To us, government notions of friend and foe were meaningless. As were East and West, we joined forces by our will alone. Our objective was to fulfill the boss's dying wish, to make the world one. And to do it, Zero used the Philosopher's Legacy, the secret war fund you obtained Von during Burgen. Operation Snake Eater. This organization would go on to become Cypher. I, on the other hand, was left with the problem. You only recovered half of the legacy. I had to locate the other half myself. When I found the funds, I passed them on to Zero, just as you wanted. I still trusted him in those days. We thought what he was doing was the boss's will, until he started that one project. Les enfants terribles, Zero called it. You parted ways, as did Eva, leaving only Anderson and Clark still with him. I maintained limited contact, although truth be told, we were just keeping tabs on one another. The reason was always you. After you returned to the Army and created Foxhound, you left America. For a time, even I'd lost track of you. I'd imagine Zero did too. You always were the best when it came to hide and seek. Zero created Cypher, an information network to tap into every corner of the globe. Woven together, Cypher's arteries make the world just one big organism. And that's not all. It also monitors the thorn in Zero's side. That's you, tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma, he slipped out of sight entirely. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. I tried every method I could think of, but Zero was gone. Freed of his control, his creation, his power continued to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without him, it's endured, evolved. But now its body is rotting, riddled with parasites. Parasites like the ones who attacked you 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops Unit, XOF. They learned where you were and came to wipe the slate clean. Das sind sehr nützliche Informationen, die wir gerade erhalten haben. Oh Mann. Zero, er ist immer noch der Kopf von Cypher. Er wird wahrscheinlich auch noch Anweisungen geben. Nur halt an diese eine Vertrauensperson, die er vielleicht noch hat, oder über seine KIs. Seine KIs, wer Metal Gear Solid 4 gespielt hat, weiß, was ich meine. Die Proxys, die Stellvertreter. Schon interessant. Die andere Hälfte des Erbes ging also auch an Zero, das wusste ich gar nicht. Nun. Dieses Erbe der Philosophen gehörte ursprünglich Vulcan. Diesem Flammenphantom, das uns am ersten Part verfolgt hat. Und wurde ihm übertragen von seinem Vater, der der Halter des Erbes der Philosophen war, von den Philosophen. Man könnte sie als die Urorganisation bezeichnen, in deren Vorbild die Patriots entstanden sind. Eine Gruppe von Leuten, die im Hintergrund die Welt kontrollieren. Und
Die Philosophen sind eines natürlichen Todes gestorben. Der letzte lebende Philosoph war der Vater von The Boss. Also der Großvater von Ocelot. Was er natürlich nie erfahren hat. Wenn er weiß, dass The Boss die Mutter war, da hat er nie erfahren, dass ihr Vater ein Philosoph war, weil das hat sie lediglich Big Boss gesagt. Der wir vielleicht nicht sind. Und, naja, die Philosophen sind ausgestorben. Zero dann hat versucht, in The Boss Willen zu handeln. Verfolgt eigentlich recht egoistische Ziele, wenn man das so will, aber glaubt wahrscheinlich immer noch, dass es ein Vorbild von The Boss ist. Naja, ich hab am Anfang des Partes gesagt, oder war das im letzten Part? Ich weiß nicht genau, dass Sokolov noch einer der Philosophen war. Boss, any chance of expanding the base? Ich erwarte dein Gesicht. Ja, diese Beule hat dein Gesicht breiter gemacht. Na, habe ich zu viel versprochen? Es wurde in Portable Ops gesagt, aber ich habe, wie schon gesagt, dass The Portable Ops kein Kojima-Game ist und dass die meisten Sachen aus Portable Ops einfach als nicht wahr gelten. Also stimmt das nicht. Ich habe ganz vergessen, dass das in Portable Ops festgesetzt wurde. Wer war Sokolov? Der Wissenschaftler, der den Shagohod gebaut hat. Es war sozusagen der Metal Gear von Metal Gear Solid 3, nur dass es kein Metal Gear war, weil Metal Gear wurden damals noch nicht erfunden. Jedenfalls war er der Wissenschaftler, der die Todesmaschine erfunden hat damals. Sagen wir es einfach mal so. Er wurde getötet von Vulcan bei einer Folter. Dieselbe Folter, bei der Big Boss sein Auge verlor nebenbei. Und, Diamant. Warum liegen hier überall Diamanten? Ach, egal. In Portable Ops kam dann raus, dass er eigentlich noch lebt und einen Metal Gear gebaut hat, bla bla bla, aber offensichtlich ist das ja nicht real und dass er ein Patriot war, was offensichtlich nicht real war. Also, ja, das, ist wieder aufgewacht? Das ging aber schnell. Deswegen verzeiht diese Bemerkung, das war ein bisschen aus Unwissenheit, dass Portable Ops wirklich als überhaupt nicht existent gelten sollte. Danke, Panzer Buffalo. Diese Namen. Interessant. Ich hab in einem Gameplay-Video mal diesen Innenraum gesehen und habe mich gefragt, zu welcher Plattform der wohl gehören würde. Ich hätte gedacht, dass das wahrscheinlich die Tierplattform ist, aber nein. Hier werden die gehalten. Ja, ich denke, machen wir noch eine Zielübung. Denke ich. Okay. Ich gehe jetzt nicht unbedingt auf Kopfschüsse, ich will sie einfach nur treffen. Ich will die Mission einfach nur machen, weil ich gesehen habe, dass es dafür GP gibt. Eigentlich interessiert mich sowas nicht. Auch im Peace Walker nicht. Da habe ich es auch nur gemacht, um spezielle Missionen freizuschalten, die besser waren. Wenn ich Kopfschüsse mache, lasse ich mir Zeit. Ich mache das weder auf Zeitdruck noch sonst wie. Wie viele haben wir? 35, ja? Die sind also alle hier. Muss ich mich nicht mal bewegen? Ui, interessanter Schuss. Soll das bei einem Betäubungsfall überhaupt möglich sein? Auch interessant, ich habe unendlich. Ich habe unendlich Munition hierfür. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich habe hier unten noch irgendwo was gesehen. Na toll, jetzt muss ich die auch noch suchen. Die sind wahrscheinlich nicht hier hinten. Okay. Sind die hier draußen, wo ich die Mission begonnen habe? Das ist schön. Unten? Das wäre fies. Hä? Aber ich... Wahrscheinlich übersehe ich sie einfach bloß. 3. Wenn ich hier hochgehe... Ich sehe nichts. Da hinten. Überaus fies. Die Mission muss man auch
Die muss man auch auswendig lernen, um sie wirklich super abzuschließen. Wait, what? You don't want to touch him too? No, that, never really occurred to me. You don't know the awesomeness of a puppy's paw pads? I guess not. But yeah, I bet they would feel nice. Right? Ihr fasst die nicht an. Ihr fasst die nicht an. Boss, additional plants. Der Nächste, der mir das sagt, den verdresche ich. Nur so. Aber den Leuten gefällt das ja. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ich würde mal sagen, von mir war's das. Ich verabschiede mich für diesen Part. So einen Kassettenpart wird es vielleicht mal alle 10 Parts geben. Je nachdem, was sich so angesammelt hat. Aber ich würde nicht darauf pochen, dass wir jetzt im nächsten Part wieder Kassetten hören. Im nächsten Part machen wir wieder das Action-Ereignis. Ich werde das alles so in der Abwechslung halten. Und ich schätze mal, an dem Tag, wo ich diesen Part hochlade, werde ich noch einen Part hochladen. Einfach nur, um auszugleichen, dass hier jetzt wirklich eigentlich gar nichts passiert ist, außer dass wir ein bisschen Background-Info gehabt haben. Nebenbei, wir hören auch Kiefer Sutherland endlich mal reden, was das angeht. So, ich hole noch einen Helikopter und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen, keine Ahnung. Wie gesagt, die meisten werden das langweilig finden, aber ich persönlich, interessiere mich immer über Neues von der Story von Metal Gear. Da ist hier noch ein Diamant. Deswegen sind das für mich eigentlich sehr heiß ersehnte Parts. Ich könnte mir das auch alleine anhören, aber dann wiederum denke ich mir, naja, ich will es in meinem Let's Play einfach nicht auslassen. Also dann, Red Line is over and out. Tschüss.